Fahr mal links. Okay. Ich sagte links, nicht rechts. Und jetzt fahr mal rechts. Okay. Ich meinte das andere rechts. Kalimera. Heute geht es mal ein bisschen um das Thema Navigation. Wir sind ja jetzt nun seit 10 Monaten unterwegs und haben gut 30.000 Kilometer unter unsere Räder gebracht und von diesen 30.000 Kilometern ja auch eine ganze Menge Kilometer abseits der befestigten Straßen und einen klitzekleinen Ausschnitt unserer Lieblingstracks möchten wir euch gerne hiermit nochmal zeigen. Bei der Navigation unterscheiden wir eigentlich zwischen 3 verschiedenen Arten. Erstens, wir wollen auf normalen Straßen, asphaltierten Straßen, möglichst schnell von A nach B kommen. On-Road-Navigation. Zweitens, wir haben ebenfalls ein Ziel, aber wollen dieses Ziel vielleicht auf Umwegen, kleinen Straßen, Pisten erreichen. Und drittens, wir wollen schlicht und ergreifend Offroad fahren. Die dritte Variante nutzen wir meistens dann, um vielleicht irgendwo an einer einsamen Stelle einen Stellplatz für die Nacht zu finden oder weil uns halt einfach die Gegend so schön vorkommt und wir sagen, das wollen wir uns etwas näher angucken. Bei dieser Navigation bedienen wir uns einiger Hilfsmittel und die möchte ich euch jetzt ganz gerne mal zeigen. Nummer 1, wir haben nach wie vor Papierkarten. Wir sind so analog. Unser bevorzugtes Produkt sind die Karten aus dem Reise-Know-how-Verlag. Aus 2 Gründen eigentlich. Wir finden die Qualität grundsätzlich mal in Ordnung des Kartenmaterials und zum Zweiten, das Papier selber ist eine beschichtete Qualität, das heißt, das kann mal nass werden. Es ist sehr reißfest eigentlich und das finden wir auch ganz gut, weil diese Karten doch ja bei uns einiges aushalten müssen. Die Karten haben unterschiedliche Qualitäten, also zum Beispiel in der Karte in Marokko war eine Straße, sie war hier gelb eingezeichnet, was normalerweise ein Zeichen ist für eine sehr gut befahrbare Straße. Das war genau das Gegenteil davon, das war eine sehr rumpelige Piste. In anderen Ländern funktioniert das besser, also das schwankt immer ein bisschen.
Die zweite Art von Karten, die wir auch mal nutzen, ist halt ganz einfache, günstige Touristenkarten, wie jetzt hier zum Beispiel von Griechenland, vom Peloponnes. Uns reicht das eigentlich, weil wir über diese Karten schlicht und ergreifend nur uns einen Überblick verschaffen wollen. Wo sind wir gerade? Wo wollen wir hin? Was ist unsere grobe Richtung? Gibt es vielleicht irgendwelche Sehenswürdigkeiten zu sehen? Weil wir nicht zwingend von jedem Land einen expliziten Reiseführer haben. Für die eigentliche Navigation nutzen wir dann eben technische Geräte. Also kurzer Ausflug zu den technischen Geräten. Punkt 1, wir haben natürlich unsere Smartphones. Mein Smartphone, mit dem ich so hauptsächlich arbeite, ist ein sogenanntes Rugged-Smartphone. Das heißt, es ist stoßfest, es ist wasserdicht bis keine Ahnung wie viel Meter. Wahrscheinlich kann man es auch als Ersatz für Sandbleche benutzen. Ich habe eins gewählt von Ulefone, auch hier der Link in der Videobeschreibung, ist günstiger als so die klassischen von Cat oder ähnliche Geschichten und funktioniert ganz gut. Nachteil von diesem Teil, es hat eine ganz fürchterliche Kamera, also die Bilder werden gar nichts. Deswegen haben wir noch ein zweites Handy, die Karin hat dann ein Smartphone von Mi, das hat wirklich eine schöne Kamera. Und es ist deutlich günstiger als vergleichbare Geräte von zum Beispiel Samsung oder ähnlichen Herstellern. Das zweite Gerät, mit dem wir dann die hauptsächliche Navigation machen, ist ein einfaches Android-Tablet. Wir haben eins von Teclast gewählt. Vor- und Nachteile halten sich so in etwa die Waage. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist ganz gut und damit können wir eigentlich recht gut arbeiten. Die Geräte, sowohl das Smartphone als auch eben das Tablet, sind dann bei uns im Auto über Halterungen angebracht. Das heißt, für Smartphone haben wir eine Halterung von Brodit und für das Tablet haben wir eine Halterung von RAM Mount. Bei dem RAM Mount haben wir uns dann eines Adapters von Nakata Nenga bedient. Auch hier wieder die Links in den Videobeschreibungen. Damit konnten wir das ganz elegant im Defender anbringen. Und somit haben wir auch die Möglichkeit durch beide Geräte, dass sowohl Beifahrer auf dem großen Gerät als auch der Fahrer auf dem kleinen Gerät jeweils den Blick auf die Navigations-App haben. Und das finden wir eigentlich ganz gut soweit. Noch ein kleiner Tipp zu dem RAM-Mount. Nach ein paar Stunden holpriger Piste haben wir dann festgestellt, dass unser Tablet auf der Rückseite Kratzspuren aufwies, die jetzt einfach von dem Gerüttel in dem Gehäuse kamen. Das Gerät ist zwar gut eingeklemmt, aber trotzdem vibriert es natürlich. Wir hätten uns jetzt auf zwei Arten Hilfe verschaffen können. Zum einen, indem wir jetzt für dieses Tablet eine Hülle kaufen. Das erachteten wir dann aber irgendwo zu teuer. Ich habe dann einfach hinten an das RAM-Mount zwei Gummistreifen aufgeklebt und seitdem ist Ruhe damit. Und die Vibrationen haben auch aufgehört und das Gerät bleibt auch streifenfrei. Als Navigations-Apps verwenden wir verschiedene Produkte. Den ersten Überblick verschaffen wir uns ab und zu mal mit den Produkten von Google, also Google Maps, Google Earth. Dort sehen wir halt einfach, wie ist das Gelände beschaffen und wie ist denn so die Gegend besiedelt, also gerade wenn wir einen Stellplatz für die Nacht suchen. Für die On-Road-Navigation, das heißt, wenn wir wirklich von A nach B wollen, dann nutzen wir meistens Maps.me. Maps.me hat gute Karten, die Qualität ist völlig in Ordnung, das Produkt ist komplett kostenfrei, das ist eine schöne Sache und es hat eigentlich eine ganz vernünftige Navigationskomponente, bis auf den klitzekleinen Nachteil, dass wir in der Navigation keine Optionen einstellen können, zum Beispiel mautfreie Straßen oder eben gebührenpflichtige Autobahnen zu vermeiden. Das ist ein Nachteil. Wir haben es bislang trotzdem akzeptiert. Wir suchen uns dann halt einfach, wenn wir abseits der Autobahn fahren wollen, suchen wir einfach auf der Karte irgendwie, gibt es eine Nationalstraße, die dann zum Beispiel parallel zu dieser gebührenpflichtigen Autobahn fährt. Und damit sind wir bisher ganz gut klargekommen. Für die Offroad-Navigation nutzen wir dann Locus Maps. Locus mit C geschrieben. Locus Maps gibt es in zwei Varianten, in der Free und in der Professional oder Premium Variante. Mir fällt es gerade nicht so richtig ein. Nach einem Test mit der Free-Variante haben wir uns dann für die Professional-Variante entschieden.
Was ist der große Vorteil von Locus Maps? Für uns der größte Vorteil ist eigentlich, dass wir in Locus Maps eine wunderbare Darstellung von Höhenangaben haben. Das heißt, wir sehen sowohl auf der Karte sehr schnell das Gelände, wie ist es beschaffen, wie sind die Höhenlinien, gibt es große Steigungen, gibt es große Gefälle. Das ist ein Vorteil und wir können auch jederzeit mit dem Cursor irgendwo hin positionieren und sehen auch gleich, auf welcher Höhe bewegen wir uns da. Das ist eigentlich der große Vorteil. Locus Maps kostet Geld, die Premium-Variante. Man zahlt einmal für die App und man zahlt dann auch noch mal ein kleines Geld für die Karten, die man dann jeweils runterzuladen hat. Ich würde mal sagen, ein Jahr Navigation mit dieser App insgesamt in den verschiedenen Ländern, in denen wir jetzt sind und waren, ungefähr 25 bis 30 Euro. Also da sage ich jetzt mal, das ist in Ordnung. Allerdings muss man auch dazu sagen, Locus hat soeben angekündigt, sein Preismodell zu ändern. Die wollen jetzt auch auf ein Abo-Modell gehen. Wie die Preise gestaltet sind, weiß ich jetzt noch nicht genau. Das bleibt sicherlich abzuwarten, ob es dann immer noch auch für uns eine interessante Variante gibt. Und noch ein sehr wichtiger Aspekt, der uns dazu gebracht hat, dass wir eben auch Locus Map verwenden und jetzt eben nicht nur zum Beispiel Maps.me, ist die Möglichkeit, dass wir in Locus Map deutlich einfacher mit Koordinaten arbeiten können, mit GPS-Koordinaten. Das war für uns zum Beispiel wichtig, weil wir in Marokko auch mit dem Campingführer von der Edith Kohlbach gearbeitet haben und dort war bei jedem einzelnen Campingplatz waren die Koordinaten aufgezeichnet und die konnten wir dann einfach eintippen und sahen somit also, wo liegt denn direkt der Campingplatz, konnten auch dahin navigieren. Und ein weiterer Aspekt ist, dass wir in Locus Map eben auch GPS-Tracks importieren können. Das heißt, wir haben uns immer mal wieder GPS-Tracks gesucht, wie zum Beispiel bei Wikiloc, eine Webplattform, bei der man sich anmelden kann und eigene Tracks hochladen kann, aber eben auch die Tracks von anderen, die dort beschrieben sind, herunterladen kann. Und die kommen dann im GPX-Format auf das Gerät runter und man kann sie dann entsprechend in Locus Map importieren und danach dann auch navigieren. Das fanden wir eine sehr schöne Sache. Das gleiche geht natürlich auch mit Sachen wie von der Lila Pistenkuh oder zum Beispiel auch von Tracks for Africa. Da gibt es ja verschiedene Plattformen, über die man auch an solche GPS-Tracks kommt. Und die Offroad-Navigation in Locus Maps selber funktioniert auch recht schön. Das heißt, wenn wir dann irgendwo sagen, wir wollen jetzt einfach mal von A nach B, aber eben nicht über direkte Straßen, sondern einfach über ein Gewimmel von Pisten, dann setzen wir uns in der Vorbereitung dieses Tracks unterschiedliche Wegpunkte und können dann die sogenannte Zielführung einschalten. Das heißt, auf der Karte wird uns immer wieder angezeigt, wo bewegen wir uns gerade in Relation zu unserem Zielpunkt, wie weit sind wir noch entfernt, und das verschafft uns eigentlich einen ganz guten Überblick. Beide Varianten, Locus Maps und ganz besonders Maps.me, haben auch noch einen weiteren Vorteil, nämlich dass in die Karten immer mehr Points of Interest integriert werden. Das heißt zum einen zum Beispiel, was für uns auch immer wieder nett ist, wo finden wir Trinkwasser? Das heißt, es sind Brunnen aufgezeichnet, das ist schön. Und das Zweite, und das ist halt auch immer wieder ein wichtiger Aspekt gewesen, wo finden wir einen Platz zum Übernachten? Klar, es gibt Park4Night, nutzen wir auch. Es gibt auch iOverlander, Camper Contact und wie sie nicht alle heißen. Da schauen wir immer mal wieder rein. Aber besonders in Estland war es für uns auch immer wieder eine tolle Informationsquelle, einfach den Zielort in Maps.me zu fokussieren und dann zu sagen, such mal nach Zeltplatz. Und dann wurden eben nicht nur die Campingplätze dargestellt, sondern genauso gut auch eben einfache Zeltplätze, wie sie dort von der staatlichen Forstbehörde zur Verfügung gestellt werden. Und damit haben wir wirklich tolle Stellplätze gefunden, war eine schöne Sache. Alles in allem sind wir sehr zufrieden mit unseren Navigationsmöglichkeiten. Wir haben das Gefühl, dass wir kaum Verbesserungspotenzial haben. Ich meine, alles hat Luft nach oben, aber an dieser Stelle auch wieder hier unsere Relation aus dem Aufwand, den wir zu betreiben haben, um uns mit dieser Software zu beschäftigen. Das gilt ganz besonders für Locus Map. Sie ist
aufwendig. Man muss sich da schon ein bisschen reinarbeiten. Sie ist nicht so selbsterklärend. Aber eben auf der anderen Seite auch mit dem Ertrag, den wir daraus kriegen, nämlich, dass wir wirklich eine gute Navigation haben, dass wir nicht irgendwo ständig stecken bleiben, dass wir gute Vorabinformationen über die Beschaffenheit des Tracks und der Wege haben. Und da sind wir eigentlich bislang nicht reingefallen. Wir sind doch recht zufrieden. Und das hat uns dazu bewegt, auch zu sagen, wir kaufen uns gar keine spezialisierten Navigationsgeräte, wie es sie von Garmin oder Ähnlichem gibt, sondern wir arbeiten hier wirklich mit Standardgeräten aus der Android-Welt und dann mit entsprechenden Apps, die wir über die Stores runterladen können. Und wenn euch unser Video gefallen hat, dann lasst uns doch einen Daumen nach oben da. Oder schreibt es auch in die Kommentare. Oder abonniert unseren Kanal. Ihr kennt das doch. Ihr wisst das doch schon.